Hallo und herzlich willkommen bei Niesmann und Bischoff. Mein Name ist Stefan Bär und in der heutigen Ausgabe von Nibi kurz erklärt erzähle ich euch, wie der Multiplus von Victron funktioniert und wie ihr ihn richtig einsetzt. Eine wichtige Information vorab: Der Multiplus ist Sonderausstattung und nicht in allen unseren Fahrzeugen verbaut. 80% unserer Kunden ungefähr entscheiden sich jedoch dafür, da er auch ein wichtiger Bestandteil ist, wenn es um das Thema Autarkie geht. Ja, da sind wir jetzt an der Heckgarage vom Fahrzeug und da haben wir dann auch schon unseren Multiplus. Und alles, worüber wir jetzt reden, findet im Prinzip in diesem kleinen unscheinbaren Gerät statt. Und wie man auf der Vorderseite schon entnehmen kann, haben wir im Prinzip eine Seite für das Batterieladegerät, hier auch Charger genannt, und auf der anderen Seite den Wechselrichter, hier mit dem Schriftzug Inverter versehen. Was jetzt genau an dem Gerät passiert, hängt im Wesentlichen von einem einzigen Faktor ab. Und das ist, haben wir Außenstrom oder haben wir keinen? Sofern Außenstrom anliegt, versorgt der Charger die Aufbaubatterien mit Strom und lädt diese auf. Gleichzeitig werden die 230 Volt aber auch in den Innenraum an sämtliche 230 Volt Verbraucher weitergegeben. Das passiert dann hier oben über die AC1 und AC2 Ausgänge. Im Invertermodus entnimmt der Multiplus die 12 Volt aus den Aufbaubatterien, formt sie in 230 Volt Wechselstrom um und versorgt dann wiederum alle an den AC1 angeschlossenen Geräte mit 230 Volt. Das sind je nach Sonderausstattung wieder verschiedene Geräte, aber es sind auf jeden Fall immer die Steckdosen, sofern vorhanden die Mikrowelle, das Induktionskochfeld und die Dachklimaanlage. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was passiert mit den Sachen, die an AC2 angeschlossen sind, dabei handelt es sich ja eigentlich dann nur noch um die Heizung und um den Kühlschrank, welche im autarken Stehen eigentlich per Gas versorgt werden. Und das einzige Gerät, was wir leider nicht über den Wechselrichter bedienen können, ist die Spülmaschine. Was müssen wir hier jetzt bedienungstechnisch beachten? Ja, eigentlich nichts, denn wir haben zwar einen Schalter am Gerät, aber den lasst ihr bitte unbedingt immer einfach auf On stehen. Die Schaltposition Off würde bewirken, dass das Teil einfach ausgeschaltet ist, und die Schaltposition Charger Only ist einfach für einen anderen Anwendungszweck gedacht. Damit wären wir jetzt im Innenraum angekommen und hier haben wir die Fernbedienung für den Multiplus. Und die besteht im Wesentlichen aus einem 3-Wegeschalter, einem Layout an einzelnen Statusleuchten, die ihr auch genauso 1:1 am Multiplus selber findet, einem kleinen Display und einem Stellrad. Wir empfehlen euch wärmstens, den 3-Wege-Kippschalter auf Charger Only stehen zu lassen und nur dann und auch nur so lange auf Inverter zu stellen, sofern ihr autark steht und 230 Volt benötigt. Dann gehen wir jetzt zu den Kontrollleuchten. Sofern ihr auf Charger Only stehen habt, ist erstmal hier oben das blaue Lämpchen als Kontrollleuchte dafür da, dass ihr seht, dass der Charger in Betrieb ist. Die 3 gelben LEDs darunter geben euch den Status der Ladephase an. In der Bulk-Ladephase werden die Batterien mit dem maximalen Ladestrom von je nach Kondition 120 Ampere geladen. Das geht dann so lange, bis die Batterie ca. 80% der Ladung erreicht hat. Danach flacht die Ladekurve ein wenig ab und die Absorption-Ladephase tritt ein. Ist die Batterie dann zu 100% geladen, geht das Ladegerät in die sogenannte Float-Phase und das könnt ihr euch im Prinzip vorstellen wie eine Ladeerhaltung. Im Invertermodus haben wir auch wieder 4 Leuchten. Die oberste ist wieder die Kontrollleuchte, dass der Inverter in Betrieb ist. Die 3 darunter seht ihr besser nicht, denn dann hätten wir einen Fehler im System. Der erste Fehler ist hier als Overload gekennzeichnet. Dann hätten wir einen Kurzschluss oder eine Überlast im Inverter. Die zweite ist die Low-Battery-Leuchte. Die würde angehen, sofern die Batterien tiefenentladen sind. Und die dritte wäre die Temperaturwarnleuchte. Die würde euch mitteilen, dass sich die Aufbaubatterien außerhalb des normalen Temperaturbereichs befinden. Als letztes Element haben wir auf der rechten Seite noch das Display und das Stellrad. Und diese beiden Elemente bilden die Leistungsbegrenzung für den Außenstrom. Die Zahl, die hier oben eingeblendet ist, ist im Prinzip die maximale Amperezahl, die der Multiplus aus dem Landstromanschluss zieht. Und den könnt ihr frei regeln im Bereich von 16 Ampere, was es maximal bildet, bis auf 0 Ampere runter, was euch nichts bringen würde, weil dann hättet ihr keinen Strom. In Verbindung mit der Außenstrombegrenzung möchte ich noch auf eine Funktion aufmerksam machen, die euch wahrscheinlich noch nicht mehr wirklich bekannt ist. Und das ist die Power Assist Funktion. Sofern ihr eben nicht die vollen 16 Ampere Außenstrom ziehen könnt, sondern das Ganze meinetwegen auf 6 Ampere begrenzt ist, euer Leistungsbedarf im Fahrzeug jedoch höher ist, unterstützt euch die Power Assist Funktion automatisch über Entnahme von zusätzlich benötigten Strom aus den Aufbaubatterien. Ich hoffe, wir konnten euch, ohne euch mit technischen Details zu erschlagen, das rüberbringen, was ihr wissen wolltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Nibi kurz erklärt für dieses Mal. Auf Wiedersehen.